Hey, what's up guys? This is Fedor and I want to reveal something about a huge project we have planned with PokerCode, and today I'm going to tell you about it. So let me show you what it's all about. So here you can see already, this might give a hint. And this is what it's all about. So it's a first edition gym challenge display. And for everyone who knows about Pokemon, this is as crazy as it gets. Super hard to get, not many left. Almost a 20-year-old display, or slightly older than 20 years. And very rare, and it's over 30k euros in retail right now. And we got one of these. Johannes is on his way right now to pick it up. So why we did that? We are super excited about Pokemon. We do a collaboration with Alex right now, Alex Road to WSOP, and we were brainstorming with him and talking to him, and he mentioned like, oh, all his friends are in the Pokemon hype right now. I watch a lot of the Pokemon YouTubers and streamers as well, and so we were just like, okay, how can we create a really cool community event with PokerCode around that, because we are excited about it, we love Pokemon. And as you can see, I have a lot of them already as well. We want to do some fun giveaways as well for you guys, so that's going to be entertaining to watch. Give away thousands of euros of packs and boosters. And we will get all these crazy big YouTubers on board. And we will be playing poker for this bad boy here. So we will host a sit and go with 8 or 9 of the biggest YouTubers in Germany within Pokemon, and PokerCode is going to sponsor it. We're going to throw it out. One of the craziest displays you can basically get. Basically just some of the base sets that are bigger than this, and very few of these have been opened, and we're going to unpack these as well. So we're going to do live stream, and we will play for the packs, and then the winners will unpack their packs, or we will unpack them here. Everyone's going to sweat it. And we would love to have you there, watch as well. We're going to be doing pack openings, we're going to be doing giveaways, we're also going to host something for you guys, which we will reveal later. So I hope you're going to be there, you're going to join us, and we will meet Johannes later to actually see that in person. I'm super excited, and I hope you guys are going to be there. So yeah, I think it's going to be an amazing event. So guys, today is the first day of our PokerCode event preparation. So it's one hell of a journey in front of us. You're gonna see where it takes us, and I'm super happy to take you with us. Kevin would kill me if I showed him where the camera is standing and how endangered it actually is. So today, as I said, I'm on my way to René for something special for the team and community that we're organizing and doing this week. And yeah, then probably see you in Upper Austria when I'm at René, where I will pick up something special for the team and community. So my relationship to the content creators, YouTubers, Twitchers that we're gonna have on in that sit and go and that I'm gonna battle against, I'm super excited about that. I watch their streams actually quite a lot. I watched a lot of Trimax openings, Pokemon openings. I watched Papa Plate's reactions. I watch a lot of their YouTube videos and the others as well. I think basically almost everyone I've seen a couple of videos of, and so I'm super happy that they're excited as well and that they said yes to do this together with us and to battle for some Gym Challenge First Edition packs. I think that's going to be a fun tournament, and let's see how good they are in poker. So I'm very grateful that they're gonna do that together with us, and also I'm ready to win that tournament. So as for Pokemon, let's move over and I'll show you some of the stuff that I have here, and that will also a bit more on what will come later. So we're in Reichersberg now, in the deepest Upper Austria ever. And I have no idea where we are, but it's fine, don't need to. And I guess René will pick us up. And then we're gonna get something special. Servus! Hi. Ich halte gleich drauf. Hi! Servus. Richtig cool, hier ist euer, was ich nicht sagen soll, das nice Teil. Ja, crazy. Ja, es hat viel Aufwand gekostet, das zu organisieren. Schweiz. Du kennst die Geschichte wahrscheinlich, ne? Ja. Und dann über die Grenze und dann drüber, ja. Also war halt
sagen wir aufwendig, sagen wir mal so. Ja, danke, dass du es gemacht hast. Überhaupt kein Problem. Das ist alles andere als selbstverständlich. Nee, ich habe mich gleich bereit erklärt, weil ich kenne halt auch ein paar Leute, weißt du, was ich meine. Kannst du uns vielleicht kurz durchführen, wie das dann war für dich? Genau, also ich kenne ja sehr, sehr viele TCG-Reseller, die halt nur TCG, also Trading Card Games machen, unter anderem auch solche Artikel dann haben. Die habe ich alle dann kontaktiert. Und einer, kann ich jeden Namen sagen, der ist Pokémon Schweiz, der hat mir dann zurückgeschrieben und hat gesagt, okay, er hätte da was am Start und ob das passt. Und dann habe ich mit ihm ein bisschen geschrieben und natürlich habe ich dann gleich gefragt, ob das vertrauenswürdig ist, ob er die Quellen hat. Und er hat mir gleich garantiert, okay, sollte da irgendwas, also er kontrolliert das natürlich mit verschiedenen Methoden und dann kauft das an und sollte da irgendwie was falsch sein sozusagen oder ein Fake also wenn das jetzt Fake wäre, was niemals der Fall sein kann, dann bezahlt er das auch, also dann kommt das Geld wieder zurück und das hat er mir halt schriftlich gegeben und deswegen kann ich das auch dann mit gutem Wissen weitergeben, weil für mich ist es auch schwierig. Stell dir vor, ich kaufe das Ding an für 30.000 oder für 50.000 oder es gibt auch Sets für 100.000 und gebe das da, das fällt ja auf mich zurück, ich bin ja da der Zwischenhändler und dann habe ich das halt abgeholt, bin ich in die Schweiz gefahren und hab's geholt, ja. Genau sowas. Wie bist du in dem Ganzen involviert? Also du machst ja professionell Reselling. Kannst du vielleicht kurz unserer Audience auch erzählen, was das ist und dann vielleicht im Endeffekt, was das auch, wie du dann mit Pokémon in Verbindung kommst. Ja, grundsätzlich, ich kaufe eigentlich alles an, was günstig ist und verkaufswillig. Ich bin einfach ein normaler, also ich bin Reseller, ein Händler einfach, ich kaufe große Mengen Waren an, ich habe Nischen wie Lego, ich lösche Daten von PCs zertifiziert, also von großen Firmen, bekommen wir die fast zum Nulltarif, löschen die zertifiziert, nehmen auch die Haftung und verkaufen die dann weiter. Und wie gesagt, ich verkaufe so ziemlich alles, was ich günstig bekomme, auch Karten natürlich und den Hype, der geht ja nicht an einem vorbei. Ich habe halt den YouTube-Kanal, da sind auch schon 25.000 Leute dabei, im Memberbereich fast 1.000. Natürlich fragt dich jeder, hey René, würdest du das kaufen und das? Und dann informierst du dich und bildest dich da auch weiter in dem Bereich. Passt. Danke. Bitte. So Alexander Straub is a friend and world champion magician. So very special character. He showed me some card tricks. He visited me in Vienna. We had a good time there and we started talking about his journey within poker, so he got interested in poker, and there was a natural fit between PokerCode and him and what he was planning and the content he's creating. So we started a collaboration, and it's called Road to WSOP. So Alexander is gonna show his journey from an absolute beginner, an absolute amateur, to playing the WSOP, and we're gonna try to make him as good of a player as we can. He will create content around his journey within Vegas as well, playing all these tournaments and all the way up to there. And so you can watch him moving up from small stakes to higher stakes and hopefully being a winner in these WSOP tourneys. So it's also a challenge for us to see how much we can help someone who's just starting out and how far we can help him improve. Alright guys, that was it. Our visit to René, Reselling mit Kopf, really great guy, a friend of us and partner also, and he loves to play poker and really cool guy. And yeah, he organized this pack for us where he drove to Switzerland for 6 hours only to get that pack for us. It is a Wizards of the Coast Gym Challenge first edition, completely new, completely original, untouched literally. And we're now gonna check with an absolute expert from Vienna, Fedor's favorite play and games store, if this is a good buy and what all this hype is even about. So as you can see, there's some stuff here already, some in top loaders. These are the more valuable cards, like for example, one of my favorite pulls, a Charizard, from Hidden Fates. This is probably one of my favorite cards. Looks so beautiful. Sorry, Trimax. Didn't pull it yet. And so just some other cards. And there's actually also a Jungle pack, a heavy pack. There's like a Fates Collide display. These goes for a couple hundred, and Ultra Prism, also a couple hundred. And then down here, I have 6 displays of Darkness Ablaze, 12 displays of Sword and Shield. I have another Crimson Invasion display, a Rebel Clash display, a full box of Vivid Voltage Elite Trainer boxes, a lot of tin boxes in here. Then here, this is actually probably the most valuable one. We have a full box of Hidden Fate, Charizard tin boxes, which are going for 80 to 90 euros right now.
So, as you can see, a full box of that. A full box, top to bottom, Yoto GX. And then I have a lot more boxes downstairs. So I probably have stuff for, I don't know, 20, 25K here right now. And there's more coming. So I want to be prepped for the tournament and the event. We're going to do some giveaways. We're going to give away stuff to you. So stay tuned. It's going to be super, super exciting. And I'm so into Pokemon hype right now. So I can't wait to play this one. And obviously, I am super hyped right now to go to the store of my friend, Mani. He runs one of the biggest card stores right around my corner. We're going to bring the display to him, get his opinion on the hype right now and on the display and see what he thinks about the quality. And then, yeah, let's go check that out and let's go now. Hey guys, so now it's when it really gets exciting because we're now gonna get some expert opinion on this and we're gonna meet Fedor and Kevin, so that's always exciting. See you there. Hallo. Bitte schön. Ich bin der Hannes von Pokercode, wir haben mit dem Chef, glaube ich, einen Termin. Ja, Wer ist der Chef von euch? nee. Servus. Es kommt immer darauf an, um was es geht. Aber, Ich habe noch ein bisschen Zeit, der Fedor kommt auch erst. ja, Servus Johannes. passt, Emanuel, servus. Servus. Lange nicht mehr gesehen, Fedor. Das kannst Ja, du voll. Ewig ist her. in Natura zu sehen. Servus. Da setzen wir uns noch hinten rein. Wenn du jetzt 1 Minute lang Pokémon-Karten jemandem erklären müsstest, es kommt ein reicher Oligarch in einen Shop, der hat Geld, der sagt, erklär mir in 1 Minute Pokémon-Trading-Karten und dann kaufe ich dir was ab. Trading Card Games oder Sammelkartenspiele sind eben, haben zwei wesentliche Aspekte. Das eine ist das Sammeln, das andere ist das Spiel, deshalb Sammelkartenspiel. Ja, wir sammeln deshalb, weil einfach viele gesamte Kollektionen haben wollen von einzelnen Editionen und jedes Jahr erscheinen mehrere Editionen und die wollen das einfach komplett sammeln und dann eben aufbewahren und das ja, so als wie ein anderer Kunstsammler oder Briefmarken so eine komplette Geschichte zu Hause haben. Und der andere Aspekt ist einfach das Spiel. Und das Spiel selbst ja, ist immer auch eine selektive Auswahl von Karten, aber da sind halt die stärksten Karten, braucht man dann halt unbedingt. Ja. Und deshalb gibt es auch so unterschiedliche Preise bei den einzelnen Karten. Bei den einzelnen Karten haben wir dann sehr ja, volatile Preise. Je nachdem, wie sie halt gerade gespielt werden, desto höher ist halt der Preis und desto größer halt in die entsprechende Nachfolge auch. Aber das wäre jetzt schon für 1 Minute viel zu sehr ins Detail gegangen. Bei Magic kann man es besser erklären, weil da kann man immer sagen, ja, da ist mein Zauberer, das ist immer bei Pokémon nicht. Bei Pokémon beschwört man halt seine Zauberer, kämpft dann gegen einen anderen Pokémon-Trainer. Und am Ende geht es halt darum, wer als erster die 6 Preise gezogen hat, die man bekommt, wenn man die gegnerischen Pokémons besiegt. Warum ist eine Karte wertvoller und warum ist jetzt dieses Pack zum Beispiel so wertvoll und andere nicht? Oder es ist eigentlich Angebot und Nachfrage, aber das Angebot war halt früher viel geringer. Die Auflage der Editionen war viel geringer. Und zweitens hat es halt auch einfach generell weniger Angebot bekommen. Deshalb sind die alten Karten so wesentlich mehr wert. Ein Beispiel bei den neueren Karten, wo das eigentlich nicht unbedingt mit der Erscheinung zu tun hat, ist diese Edition Evolutions, die eigentlich nicht so alt ist. Es gibt quasi Editionen, die älter sind als Evolutions, aber günstiger im Sealed-Display-Bereich. Ja. Das ist deshalb so, weil in Evolutions die alten Pokémons der ersten Generation und andere auch, aber die alten, die ganz am Anfang in der Base-Set erschienen sind, wieder aufgelegt wurden und deshalb ja, da eine noch höhere Nachfrage da ist, weil das eben genau wieder diesen Nostalgiefaktor hat. Wir haben jetzt da eine Gym Challenge First Edition Sealed Display, sage ich jetzt mal, weil ich ob es richtig ist, wie ich sage. Ja, ist richtig. Kannst du da vielleicht ein paar Worte drüber sagen? Der Fehler ist überraschend geschult in dem Ganzen. Wir machen ein Event, ich bereite mich vor. Das finde ich super, finde ich mega. Bei mir ist es nur die Liebe zu Pokémon und Ja. Erinnerung, aber viel mehr ist da nicht. Ich bin so, also ich habe es früher wirklich geliebt. Ich hatte auch selbst eine recht große Sammlung. Ich bin voll drin. Cool, mega. Und wo hast du angefangen? Welche? Ich war halt echt jung. Also bei mir ist ja jetzt schon, ich habe mit wirklich auch Base-Set angefangen. Da war ich 7, 8. Also so 8, 9, 10, 11 Grundschule war so bei uns die Zeit. Dann Yu-Gi-Oh! War da ziemlich groß bei uns. Ich hatte die ganzen Holos, auch First Edition, Glurak, Turtok. Also die waren alle mal Chansey auch. Also ich hatte die auch in echt guter, ich habe die dann verkauft für ein paar 100 € irgendwann mal. Aber wenn ich die jetzt noch hätte, dann ja.
Ja, aber das trifft ja genau den Nerv eigentlich, wie du es beschreibst. Du hast halt einfach die Erinnerungen von früher, hattest die Karten wahrscheinlich sogar, ja. Was halt auch einer der Gründe ist, warum die einzelnen Karten von früher, von den Anfangseditionen so viel wert sind, ist, dass niemand aufgepasst hat auf die Karten damals. Es gab damals keine Sleeves, also keine Hüllen. Das war einfach, ein Sammler hat das irgendwie so aber gespielt hat man vielleicht auch noch mit Sleeves, die erfahrenen Spieler, aber am Schulhof oder irgendwo oder am Spielplatz, keiner hat mit Sleeves gespielt. Ja? Die waren halt einfach alle abgenudelt. Und das ist auch der Grund, warum halt einfach diese, das ist ein typisch österreichisches Wort, warum auch die Karten, die in gutem Zustand sind, so viel mehr wert sind, weil es einfach keine, nicht so viele im Angebot gibt. Und das ist auch der Grund, warum dieses sogenannte Sealed Product so viel wert ist, weil man da halt weiß, man zieht die Karte in einem minten Zustand raus. Ja. Hier ist das Spezielle bei dem Display noch, dass es einfach First Edition ist. First Edition ist wahrscheinlich plus 500% im Schnitt beim Preis, wenn der Zustand solide ist. Wir haben für dieses Display 27.000 Euro gezahlt. Hältst du das für einen relevanten und fairen Preis? Wenn jetzt dieser Hype nicht wäre, wie würde es dann aussehen? Und jetzt in dem Hype und mit den Preisen, die du kennst als Einkäufer und Verkäufer, wie würdest du das beurteilen? Und wo ist das in der Skala der Wichtigkeit und der Seltenheit, dieses Display, das wir da haben? Ja, Preise sind dann fair, wenn jemand bereit ist zu zahlen. Also das ist ganz definitiv so. Ja, es ist extrem selten, was ihr da habt. Das ist Englisch, das ist auch nochmal besser und beliebter. Also man kann es auch uncracked lassen, also so wie es ist, und es wird sicher nicht weniger wert, geht eher Richtung 30.000, 40.000 Euro. Es wird auf jeden Fall ein bisschen im Wert sinken, wenn wir die dann aufmachen. Ja, das ist klar. Ja, also da müssen wir schon 2 Blaine Charizards rausziehen, dass das sich lohnt, und hoffentlich PSA 10. Also das Wichtigste wird sein, auch gerade bei dem Display ist das Wichtigste PSA 9 oder 10. Also die Population, also quasi die Anzahl von wie viele Karten es gibt, die da drin sind, die PSA 10 sind, ist halt dadurch, dass es so wenig gibt, sehr, sehr gering. Und der Unterschied, also PSA ist quasi so eine Art von Grading-System, und wir werden jetzt nicht unbedingt direkt graden lassen, aber so im Wert, ob berechtigt oder nicht, aber im Wert ist der Unterschied extrem hoch zwischen einer PSA 9 und einer PSA 10. Und jetzt gerade die wertvollste Karte in dem ist, glaube ich, Blaine's Charizard. Warte, ich habe da einen da, den zeige ich euch mal so mit dem. Du hast Blaine, das? Aber ich glaube in Deutsch. So, da gibt es die sogenannte Bezeichnung Master Set, und Master Set bedeutet, dass jede Karte einmal drinnen ist. Crazy. Okay, das wusste ich nicht, dass ihr die alle habt. Holy shit. So, es gibt ja so einen deutschen YouTuber, der heißt Trimax oder so, oder? Ja. Das ist doch so ein Team Rocket-Fan. Kannst du Trimax mal fragen, ob er Team Rocket in First haben möchte? Alter Schwede, okay. Ist komplett deutsch, oder? German, all German. All German. Also das hier ist schon krank. Schaut euch diese Karten an, Alter. Das ist so eine gute Qualität. Die sind so clean. Aber für das gesamte Set, ich werde wahnsinnig. Dunkles Garados. First Edition, Team Rocket. Diese Karte hier, Rainbow Energy, First Edition, die ist im gesamten Feld, ich weiß nicht, ob man das sieht, alles Holo, außer der innere schwarze Punkt. Das gesamte Ding glitzert. Die gibt es PSA 10, also in der besten Qualität, glaube ich, keine 10 Mal auf der Welt. Hier, aber der ist halt nur gut. Laut unserem Grading. GD für gut. Genau, GD für gut, da liegt halt eine Nummer drauf und so. Ja. Yo guys, finally it made it to Vienna. Look at this beauty. First edition, here you can see it. Gym Challenge display. Man, so rare and so few of them exist. We're gonna open it. We're gonna play a poker tournament with some really big YouTubers, and we're gonna open it here. So I'm ready. I hope you're ready too. See you guys there.